YouTube ist in letzter Zeit seltsam. Bekommst du auch Videos angezeigt, die dich nicht interessieren? Vielleicht sogar genau dieses? Zeigt deine YouTube-Startseite manchmal kaum Videos zu deinem Vorlieben an? Bist du genervt von der zunehmenden Werbung? Bist du irritiert über das, was der Algorithmus macht? Was ist passiert? Hi, ich bin Ralf, seit vielen Jahren Nutzer der Plattform und seit ca. 2 Jahren Content Creator auf YouTube. Ich habe bereits einige Änderungen auf YouTube miterlebt. Doch gerade in den letzten Monaten hat sich die Nutzererfahrung massiv und deutlich bemerkbar verändert. Genau darum soll es in diesem Video gehen. Ich werde dir zeigen, was sich verändert hat und erläutern, woran das liegt. Aber da ich weiß, dass einige Menschen schnell böse werden, zieh bitte keine voreiligen Schlüsse. Sei bitte so nett und schau dir das Video bis zum Ende an. Wenn du dann immer noch böse werden willst, ist es vollkommen in Ordnung. Ich finde es vollkommen okay, dass sich YouTube weiterentwickelt. Stillstand ist fürchterlich. Aber das heißt nicht, dass ich dadurch jede Änderung automatisch gut finde. Jeder von uns hat seine ganz eigene Erfahrung mit der Plattform. Viele Aspekte, die ich in diesem Video beleuchte, können von dir subjektiv ganz anders empfunden werden. Also starten wir mit der Mutter aller Funktionen, die YouTube-Suche. YouTube arbeitet kontinuierlich an seinem Suchalgorithmus. Die Ergebnisse sollen dabei genau auf den Nutzer abgestimmt sein. Was dir angezeigt wird, liegt an Faktoren wie bereits gesehene Videos, abonnierte Kanäle, deine Interaktion und der Relevanz. Hat sich die YouTube-Suche in letzter Zeit merklich verändert? Die Antwort ist ja. Sobald die ersten Suchergebnisse erscheinen, der erste Eintrag Werbung, zweiter Eintrag ein Suchergebnis. Weiter geht's mit einer Serie von Shorts, die nur entfernt mit der Suche zu tun haben, dann noch ein paar weitere Suchergebnisse, wieder Shorts und dann kommt die Sektion Nutzer haben auch gesehen. Was soll das? Verstehe ich nicht. Wie soll mir das bei meiner Suche helfen? Quer durch das Internet beschweren sich die Leute über die YouTube-Suche. Schau dir einfach den YouTube-Reddit an und du weißt, was los ist. Machen wir weiter mit den Shorts. Mit dem Aufstieg von TikTok will YouTube natürlich ein Stück vom Kuchen abhaben. Das ist vollkommen verständlich. YouTube möchte, dass Videoersteller Shorts nutzen. Deswegen hat YouTube in diesem Jahr auch extra einen eigenen Monetarisierungspfad für Shorts eingeführt. Shorts sind eine tolle Möglichkeit, schnell viele Views und Abonnenten zu erhalten. Es ist sogar möglich, aus seinen Longform-Content-Videos Shorts zu erstellen und diese dann direkt mit dem Longform-Content zu verknüpfen. Der potenzielle Viewer kann dann direkt nach dem Anschauen des Shorts das eigentliche Video anschauen. Leider machen das die wenigsten. Warum ist das so? Shorts-Viewer haben beim Konsum von YouTube-Videos ein ganz anderes Interesse. Sie wollen schnell, möglichst viel, kurze und gute Unterhaltung. Longform-Content passt da nicht ins Programm. Die vielen Views und Abonnenten sind toll, aber maximal 1% ist davon wirklich an deinem Longform-Content interessiert. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum es nicht einfach eine eigene Startseite für Short- und Longform-Content gibt. Also YouTube, warum werde ich damit so zugeblasen? Mach doch mal was. Versteh mich nicht falsch, Shorts sind cool, sind aber im Normalfall nicht das, was ich auf YouTube sehen will. Ich schaue sie natürlich trotzdem, aber nur, weil es absolut nicht möglich ist, sie nicht anzuschauen. Ein weiterer Grund, warum sich YouTube in letzter Zeit so seltsam anfühlt, ist, dass YouTube Videos vorschlägt, die man bereits gesehen hat. Das macht keinen Sinn. Welchen Mehrwert bietet mir das? Videos, die mir gefallen, versehe ich mit einem Like oder packe sie in eine Playlist. Hier kann ich sie jederzeit wiederfinden und erneut ansehen. Werbung. Diese hat in den letzten Monaten massiv zugenommen. Die Werbung ist meist länger und lässt sich seltener überspringen. Bei vielen Viewern führt das dazu, dass das Videoerlebnis beeinflusst wird. Videos werden nicht weiter angesehen oder sogar schon aufgrund der ersten Werbeeinblendung vor dem Video direkt abgebrochen. Das ist Mist. Dennoch ist Werbung sehr wichtig. YouTube ist kostenfrei und muss seine gigantischen Ausgaben refinanzieren. YouTube bemüht sich außerdem, die Monetarisierungsmöglichkeiten für Werbetreibende und Content-Ersteller permanent zu verbessern. Ohne geht es nicht. YouTube versucht damit auch sein Premium-Abo zu pushen. Premium bedeutet in diesem Fall unter anderem keine Werbung. Leider ist das Premium-Angebot nicht attraktiv genug. Die kürzlichen Preiserhöhungen haben das nicht geändert. Kommen wir nun aber zum Kern des Videos, die Startseite und das Empfehlungssystem von YouTube. Du bist wahrscheinlich hier, weil dir das Video auf deiner Startseite angezeigt wurde. Richtig? Ich habe nur einen kleinen YouTube-Kanal und du hast keine Ahnung, wer ich bin. Ich mache hier hauptsächlich Vlogs. Das hier ist nicht mal ein Vlog. Also, warum bist du hier? Mir geht es in letzter Zeit auch oft so. 4 von 10 Videos auf meiner Startseite interessieren mich nicht. Das ist nicht unbedingt schlecht. Der YouTube-Algorithmus ist so ausgelegt, dass er dir Videos und Kanäle vorschlägt, von denen du noch gar nicht wusstest, dass sie dich überhaupt interessieren. Klappt manchmal wunderbar. Ist für kleine Content-Ersteller wie mich aber ziemlich gefährlich. Nämlich dann, wenn Videos potenziellen Viewern vorgeschlagen werden, die null Interesse an meinen Themen haben. Wenn du bis jetzt also immer noch zuschaust, drück doch mal unten auf den Like-Button.
Für den Fall, dass du das nicht wusstest, jedes Mal, wenn YouTube ein Video auf seiner Startseite oder im vorgeschlagenen Bereich vorstellt, zählt das als eine Impression. Für einen Content-Ersteller sind Impressionen wichtig, denn jedes Mal, wenn du auf ein Video klickst oder eben nicht, wirkt sich das auf die Klickrate des Videos aus. Die Klickrate oder zu Englisch Click-Through-Rate, kurz CTR, ist die Anzahl der Klicks geteilt durch die Gesamtanzahl der Impressionen mal 100. Wenn ein Video also eine niedrige Klickrate hat, ist das im Allgemeinen eine schlechte Sache. Als Creator möchte ich eine hohe Klickrate. Hier gibt es aber eine Ausnahme, nämlich dann, wenn ein Video viral geht und einem breiten Publikum zugänglich gemacht wird. In diesem Fall sinkt dann die Click-Through-Rate. Das Problem dabei ist, kleine Kanäle wie meiner mit einer sehr geringen Anzahl an Aufrufen gehen im Normalfall niemals viral. Ein neues Video erhält meist sehr schnell 1000 zufällige Impressionen, das senkt die Klickrate und zerstört jeglichen Schwung, den dieses Video möglicherweise hat. So ein Video kann wirklich gut sein und hat viele Impressionen verdient, sollte aber dem richtigen Publikum gezeigt werden. Beispielsweise jemanden einen Vlog vorzuschlagen, der eigentlich im Normalfall nur Gaming-Videos sieht, ist wenig sinnvoll. Aber hierfür gibt es Gründe. Gerade kleine Kanäle wie meiner sind dem YouTube-Algorithmus wenig bekannt. Er muss also über einen längeren Zeitraum mich als Creator kennenlernen, um das richtige Publikum zu finden. Ein Beispiel aus meinem Kanal ist eines meiner Shorts. Meine Tochter hat, als sie klein war, sehr lustige Geräusche gemacht. Sie selbst fand das auch ziemlich lustig. Ich bin also davon ausgegangen, dass YouTube dieses Short wahrscheinlich sehr vielen Müttern und Vätern vorschlägt. Was passiert? Klar, der Algorithmus hat natürlich den richtigen von euch das Video vorgeschlagen. 70% Männerquote und davon 40% im Alter von 13 bis 24 Jahren. Das ist jetzt nicht unbedingt die richtige Zielgruppe. Falls du dich fragst, woher ich das so genau weiß, YouTube hat dafür das YouTube Studio. Hier sind alle Zahlen jederzeit in Echtzeit verfügbar. Ich sage nicht, dass es eine schlechte Sache ist, wenn neue Videos einem neuen Publikum vorgestellt werden. Als Content Creator will ich das und du als Zuschauer willst es auch. Wie bereits erwähnt, viele Zuschauer wissen nicht, dass sie an einer bestimmten Art von Inhalten interessiert sein könnten. Und gerade das macht den Zauber des YouTube-Algorithmus aus. Dennoch würde ich lieber 1000 Impressionen von Menschen aus meiner Zielgruppe erhalten, als von Menschen, die überhaupt kein Interesse an meinen Inhalten haben und nach den ersten paar Sekunden das Video beenden, wenn sie dann überhaupt auf das Video klicken. Ich weiß, viele von euch werden jetzt sagen, dass es gut ist, dass YouTube kleine Kanäle empfiehlt. Das hat YouTube auch extra verbessert, denn in der Vergangenheit war YouTube eher schlecht darin, kleine Kanäle zu bewerben. Und dem stimme ich auch voll und ganz zu. Das ist ein guter Schritt, aber es gibt noch einiges an Optimierungspotenzial. Zeig mir als Zuschauer, also dir, kleine YouTuber in einem für mich relevanten Themengebiet. Und als Creator zeige meine Inhalte relevanten Zuschauer. Das wäre eine Win-Win-Situation für alle. Ich habe am Anfang gesagt, dass es Erklärungen dafür gibt, warum YouTube etwas anders ist als noch vor einigen Monaten und dadurch Probleme auftreten. Letztlich liegt es wie schon erwähnt daran, dass YouTube seinen Algorithmus angepasst hat. Das geschieht permanent mit kleinen Eingriffen. Der Algorithmus selbst nutzt maschinelles Lernen, um zu bestimmen, wie ein Video beworben wird. Der Algorithmus lernt von den Zuschauern, ob ein Video gut oder schlecht ist. Durch die kleinen Eingriffe kann der Lernprozess aber angepasst werden. Im Laufe der Geschichte von YouTube wurde die Startseite immer wieder angepasst. Es wurden Funktionen hinzugefügt und wieder entfernt und eine Zufriedenheitsmetrik eingeführt. Es gibt Umfragen, deren Beantwortung dazu führt, dass mir ganz bestimmte Werbung angezeigt wird. Die Menge an Werbung hat sich ebenfalls erhöht und es wird massiv gegen Werbeblocker vorgegangen. Auf deiner Startseite werden vermeintlich irrelevante Videos von unbekannten Kanälen angezeigt. Vielleicht gefällt dir das Video und der Kanal aber doch. In den meisten Fällen ist das aber nicht der Fall. Was schlecht für den Creator ist. YouTube hat Shorts eingeführt und dadurch den Algorithmus massiv gestört. Zwischenzeitlich gab es sogar 2 verschiedene Algorithmen. Einen für Shortform-Content und einen für Longform-Content. Die Brücke zwischen beiden musste erst mühsam aufgebaut werden. Das Empfehlungs- und Vorschlagssystem von YouTube hat sich ebenfalls gewandelt und birgt deutliches Optimierungspotenzial. Es wäre zu schön, wenn die Impressionen als Zuschauer und Ersteller etwas qualifizierter wären. Meinst du nicht auch? Ich bin mir sicher, dass YouTube alles dafür tun wird, um diese Probleme zu beheben. Doch bis dahin ist es sowohl als Zuschauer wie auch als Creator hin und wieder ziemlich frustrierend, die Plattform zu nutzen.